Es gibt Dinge, von denen man eigentlich weiß, dass sie kommen, aber man will sich trotzdem nicht damit befassen. Dazu gehört auch die Tatsache, dass man eines Tages diese Welt verlassen muss. Niemand wird vergessen. Viele Menschen glauben, dass nachher nichts mehr kommt. Andererseits gibt es mehr als genug Hinweise, dass es eben doch ein Weiterleben nach dem Tode gibt. Auf Basis der ganzen Bandbreite von spirituellen Erfahrungen wie Nachtodkontakten, außerkörperlichen Erfahrungen, Nahtoderfahrungen und von medial vermittelten Mitteilungen ist es heute möglich, sich ein plausibles Bild über das Weiterleben nach dem Tod zu machen. Wichtig dabei ist, diese Frage sachlich anzugehen und nicht mit religiösen Denkschablonen. Denn die Religionen bemühen sich meist gar nicht, mehr über das Leben nach dem Tode zu erfahren, sondern sie geben sich mit überlieferten Schriften zufrieden. Das mag einigen genügen, aber damit kommt man in dieser Sache nicht weiter. Für die Beantwortung dieser Frage braucht es eine umfassende Herangehensweise, in der man alle Aspekte berücksichtigt. Und dann öffnet sich ein Spektrum, in dem ein Leben nach dem Sterben als höchst wahrscheinlich erscheint. Man kann den irdischen Tod auch mit einer Auswanderung in ein fernes Land vergleichen, und beim Grenzübertritt gelten dann eben die Gesetze und Regeln vom Einreiseland. Und niemand würde eine Auswanderung ohne Vorbereitungen angehen. So kann man nur gewinnen, wenn man sich auch mit der Frage vom Leben nach dem Tode befasst. Was haben wir denn zu erwarten, wenn wir gestorben sind? Mit dem Sterben legen wir unseren irdischen Leib ab, so wie ein altes Kleid. Uns bleibt unser feinstofflicher Körper, der in allem dem irdischen Leib entspricht. In diesem geistigen Leib ist der Sitz des Bewusstseins und der Lebenskraft. Die Existenz dieses Geistkörpers ist auch durch Nahtod und außerkörperliche Erfahrungen vielfach bezeugt. Meist werden wir beim Sterben von verstorbenen Angehörigen und Bekannten empfangen. Auch bei Nahtoderfahrungen wird oft berichtet, dass sie von Verstorbenen freudig begrüßt wurden. Das gibt uns den Hinweis, dass der Sterbevorgang auch von jenseitigen Wesenheiten beaufsichtigt wird. Denn wie wir Sterbende betreuen, steht auch die jenseitige Welt bereit, diesen Übergang sorgsam zu begleiten und die Verstorbenen in ihrer Welt willkommen zu heißen. Wie sieht denn die jenseitige Welt aus? Auch hier können wir uns auf Nahtoderfahrungen und auf gut geprüfte, medial vermittelte Berichte stützen. Sie berichten von geistigen Landschaften mit Wiesen, Wäldern und Seen, von Tieren, von Häusern, Dörfern und Städten. Gemäß diesen Berichten haben wir im Jenseits also ein erdähnliches Umfeld zu erwarten, eben nur in feinstofflicher Form. Dieser Sachverhalt ist für viele zwar schwer vorstellbar, aber es hat doch eine Logik. Gott hat uns auf dieser Welt ja auch einen Wohnort geschaffen, in dem wir leben und wirken können. Und wir Menschen sind, nebst all der Natur mit ihren Pflanzen und Tieren, auch nur ein Teil seiner Schöpfung. Aber hier sehen wir all die Grundprinzipien, die Gott in seiner Schöpfung verankert hat. Eine jenseitige Welt setzt daher die Existenz einer feinstofflichen Materie voraus. So hat unsere Wissenschaft ja schon bemerkt, dass der Weltraum zum größten Teil aus sogenannter dunkler Materie bestehen muss. Diese kann man nicht sehen und nicht messen, aber sie beweist sich durch ihre Wirkung. Das zeigt, dass es eben immer noch Dinge gibt, die sich unserer menschlichen Wahrnehmung noch völlig entziehen. Wir Menschen haben uns Theorien ausgedacht, wie unsere Welt mit all ihrem Leben entstanden sein könnte. Das Problem dabei ist, dass wir dabei nur den materiellen Teil untersuchen und den geistigen Aspekt nicht beachten. Damit fehlen uns zu viele Fakten, um diese Frage richtig zu beantworten. Das kann heißen, dass die Natur mit ihrem Leben
auf dieser Welt überhaupt nur so werden konnte, weil sie in feinstofflicher Form schon längst vorhanden war. Und somit wäre die irdische Schöpfung nur ein materiell verdichteter Abglanz einer jenseitigen Realität. Dabei müssen wir uns auch mit dem Gedanken vertraut machen, dass nicht nur die Menschen, sondern alles, was Leben hat, nach dem Sterben weiterlebt. Das heißt, auch das Leben der Pflanzen und der Tiere existiert weiter, weil das Leben keine irdische, sondern eine geistige Kraft ist. Und wenn wir einen Blick in die Bibel werfen, so heißt es da, Gott ist Geist. Und wenn Gott Geist ist, so sind seine Werke in ihrem Ursprung von geistiger Art. So haben wir also im Jenseits ein nicht viel anderes Umfeld zu erwarten als das, was wir von dieser Welt her schon gewohnt sind, mit dem Unterschied, dass in einer feinstofflichen Umgebung in einigen Dingen etwas andere Gesetzmäßigkeiten herrschen. Wie ist denn das Zusammenleben in der jenseitigen Welt organisiert? Ein Vergleich. Auf dieser Welt leben wir in einer Gemeinschaft, sei es in einer Stadt oder in einem Dorf. Da ist für Grundbedürfnisse wie Wasser, Straßen und Sicherheit und so weiter gesorgt. Die oberste Instanz dieser Ort ist ein Staat, der die Gesetze für ein geordnetes Zusammenleben erlässt. Eine vergleichbare Ordnungsstruktur haben wir auch in der jenseitigen Welt zu erwarten. Nach dem Sterben wird jedem ein Ort zum Leben angeboten. Dort wird sein Zuhause sein, wo er seinen Bekannten, Freundes- und Wirkungskreis haben wird. Dieses Angebot ist aber abhängig von der Lebensführung des Verstorbenen. Es gibt unterschiedliche Lebensbereiche. Den Platz gibt es genug. Ein guter und liebenswürdiger Mensch wird dahin geführt, wo er auf seinesgleichen trifft. Schuldbeladene Personen finden an anderen Orten ihren Platz. Das ist auch abhängig vom Entwicklungsweg, den man hinter sich gebracht hat. Auf der Welt gibt es verschiedene Kulturen, Sprachen und Religionen. Und auch im Jenseits ist für jede dieser Volksgruppen ein Lebensraum zugeordnet, wo sie mit ihrer Sprache und Kultur weiterleben können. In diesem Rahmen können sie sich mit den veränderten Umständen vertraut machen. Man hat dort auch Zugang zu Informationen, die es möglich machen, sich von all den Halbwahrheiten und Irrlehren dieser Welt zu verabschieden, denen man Zeit seines Lebens ausgesetzt war. Ein weiterer Aspekt ist die Frage nach der eigenen Persönlichkeit. Sind wir, wenn wir gestorben sind, im Jenseits etwa plötzlich allwissend? Eine solche Vorstellung ist falsch. Im Grundsatz ist Sterben nur ein Übergang. Man geht wie durch eine Tür in einen anderen Lebensraum. Natürlich fallen in einer feinstofflichen Welt die materiell bedingten Einschränkungen weg. Aber auch da braucht es Zeit, um die Veränderungen zu begreifen und sich der neuen Umgebung anzupassen. So ist zum Beispiel ein verstorbenes Kind da nicht plötzlich erwachsen. Ihm würde der ganze Entwicklungs- und Bildungsweg seiner Jugend fehlen. Für seine Weiterentwicklung wird es an einen Ort gebracht, wo es zusammen mit anderen Kindern weiter erzogen, gefördert und ausgebildet wird, bis es die notwendige Reife erlangt hat. Eine angenehme Folge des Übergangs ist, dass wir im Jenseits unsere Gesundheit und unsere Jugend wieder zurückgewinnen. Wer durch einen Unfall oder Krankheit zum Beispiel sein Augenlicht verloren hat, der wird es in der geistigen Welt wieder haben, denn nur der materielle Körper kann sich verletzen. So ist unsere Persönlichkeit nach dem Sterben noch wie zu Lebzeiten, mit all unserem Denken, mit unseren Stärken und Schwächen. Aber jeder bekommt dort die Gelegenheit, an sich zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Das wertvollste Geschenk, das uns der Schöpfer gegeben hat, ist der freie Wille. Aber das hat auch seinen Preis. Der Preis ist, dass wir Rechenschaft über unser vergangenes Leben ablegen müssen.
In esoterischen Kreisen wird oft propagiert, dass es im Jenseits nur die allumfassende und bedingungslose Liebe gibt. Das würde aber heißen, dass wir keine Verantwortung für unser Tun und Lassen zu tragen hätten. Das tönt auf den ersten Blick verlockend, es wäre aber zutiefst ungerecht. Ohne Gerechtigkeit würden sich alle Opfer von Bosheit und Gewalt wohl zu Recht betrogen fühlen. Bricht ein Mensch auf unserer Welt die Gesetze, so wird er dafür bestraft. Bricht man geistige Gesetze, so haben wir auch da die Folgen dafür zu tragen. So wird schweres Fehlverhalten nicht einfach vergeben, sondern es muss wieder gut gemacht werden. Die Erkenntnis, sich verantworten zu müssen, führt oft dazu, dass Verstorbene die Einladung der jenseitigen Welt ablehnen und lieber in ihrem alten Umfeld der irdischen Welt bleiben. Solche Geistwesen werden oft von hellsichtigen Menschen wahrgenommen. Meistens ist es so, dass sie hier nicht glücklich werden und irgendwann zur Einsicht kommen, dass das nicht mehr der richtige Platz für sie ist. Eine weitere Frage, die oft gestellt wird: Was tut man im Jenseits denn die ganze Zeit? Es herrscht vielfach die Vorstellung, im Jenseits müsse man nur ein Wort sprechen und die gewünschten Dinge wären gleich vorhanden. Dem ist nicht so, und das würde nur zu einem völligen Chaos führen. Gott hat uns ja mit dem Leben auch einen kleinen Teil seiner Schöpfungs- und Wirkungskraft geschenkt. Wir Menschen gestalten ja schon unsere Umwelt und stellen Dinge her, die uns das Leben leichter und schöner machen. Bei allem Tun ist man immer aufeinander angewiesen. Wenn ein Mensch im Jenseits angekommen ist, so wäre es für ihn wohl schwer zu ertragen, immer untätig zu sein. Eine gewisse Kreativität und Schaffenskraft gehört zu jedem Wesen und diese kann er auch im Jenseits nutzen. Also muss auch da alles zuerst hergestellt werden, so wie wir das auf Erden gewohnt sind. Das beginnt schon mit den für uns fast selbstverständlichen Dingen wie Stoffe und Kleider, denn auch mit einem feinstofflichen Körper wünscht man sich etwas zum Anziehen. So gelten da im Prinzip die gleichen Regeln wie auf der irdischen Welt. In diesem Sinne gibt es also für alle genug zu tun. Was aber im Jenseits fehlt, ist Geld. In dieser Beziehung wird man noch umdenken müssen, wenn man sich seine Wünsche erfüllen will. Nun, in Sache Jenseitsforschung stehen wir sicher noch in den Anfängen. Sie wird auch kaum beachtet oder ernst genommen. Im Vergleich dazu investiert man ungeheure Summen, um künftig auf den Mond oder auf den Mars zu gelangen. Aber das bringt wenig Nutzen, denn nur wenige werden je dorthin gelangen. Was aber sicher ist, dass jeder von uns einmal in der jenseitigen Welt ankommen wird. So wäre es an der Zeit, sich doch einmal mit der Jenseitsforschung zu befassen. Gute Grundlagen dazu wären schon längst vorhanden. Den Nutzen davon hätten alle Menschen. Betroffene mit einer Nahtoderfahrung sagen immer, dass sie die Angst vor dem Tode verloren haben. Und weniger Angst haben heißt, mehr Lebensfreude und Zuversicht zu gewinnen. So darf man auch darauf vertrauen, dass Gott als der liebende Vater für jedes seiner Geschöpfe auch im Jenseits einen Platz zum Leben und Wirken bereithält und ihm da die Gelegenheit gibt, sich immer weiter zu entwickeln. Denn ein ewiges Leben hält für einen jeden einige schöne Perspektiven bereit. Aber man sollte sich immer bewusst sein, dass man in der letzten Stunde nur sich selbst mitnehmen kann, mit all dem, was man gedacht, getan oder eben nicht getan hat. So kann das eine Motivation sein, nicht nur seinen irdischen Körper, sondern auch seine Seele zu pflegen, um in der Zukunft, in der jenseitigen Welt, nicht mit leeren Händen dazustehen.